Freunde, Düfte für den chilligen Sommerabend. Ja, die wollen wir euch heute mal vorstellen. Was heißt eigentlich euch? Ich. Yes. Und da gibt's ja einige. Und ich habe einige schöne rausgesucht. Wenn es warm ist, wenn der Abend nur noch geschillt ausklingen soll. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis. Moin aus Hamburg. Genau. Und mit welchem Duft fangen wir denn mal an? Ich denke mal, wir fahren mit diesen hier an. Das ist der Prada Luna Rossa Sport. Das ist der Duft, für den ich am meisten Komplimente bis dato immer noch bekommen habe. Er ist immer noch auf 1. Da sind einige, sag ich mal, langsam näher rangekommen, aber er ist immer noch auf Platz 1. Und das ist hier zum Beispiel die neue Version. Die seht ihr, dass das Rot jetzt ist. Früher war das Silber und Dunkelrot. Hier Silber und hier nur, ich glaube, Dunkelrot war das so rum. Ist auch egal, auf jeden Fall. Es gibt nur noch diese Version. Und ja, viele meinen, erinnert an Le Mal. Ein bisschen ist das auch so, aber dann habt ihr die schöne Prada Luna Rossa DNA da drin. Die Prada, die sexy Prada DNA. Bisschen schön Iris. Also da, ich sage nochmal für die Leute, die zuerst mal hier draußen sind, ich sage das, was ich rieche. Eine schöne, leichte, pudrige, frische Iris, ein bisschen was so Bergamotte, vielleicht am Anfang auch, ein bisschen Lavendel ist auf jeden Fall drin und so weiter. Er ist ein Saubermann des Herren, würde man schon fast, ja, sag ich mal so betiteln. Ich finde ihn fast mehr, ja, oder er hat mehr Sexappeal sogar als Prada L'Homme, finde ich, dieses Teil. Aber es liegt vielleicht daran, weil er bei mir einfach gut funktioniert. Und ihr bekommt nach 9-10 Stunden noch ein Kompliment. Also dieser Duft ist weder schwach. Wenn das jemand an euch sagt, das stimmt nicht, für deren Nase vielleicht, aber andere nehmen den definitiv wahr. So, der nächste, muss ich mal hier hingreifen, das ist ein bisschen weit weg, warte mal. Yes, wir machen alles ungeschnitten, weil das ist einfach real. So, warum soll ich hier mal jedes wegcutten? Könnte ich machen, aber ganz ehrlich, ja, habe ich mal eine ganze Weile gemacht. Hier eine Cut und so. Nein, warum eigentlich? Ne? So, der nächste kommt von Maison Alhambra und das ist der Scepter Bronze. Wenn richtig ausgesprochen, wenn ist es auch scheißegal. Es ist egal, ihr seht diesen Duft. So, und das ist ein Duft, ja, kommt er euch bekannt vor? Kommt der euch bekannt vor? Ja, der Tiger eventuell. Und so habt ihr auch diese sprudelige, schöne, leicht holzige, sommerliche, starke, ja, Sprudelwasser würde ich. Zitronischen, bergamotteartigen Sprudelwasser, bisschen holziger Ausklang. Für wenig Geld würde ich schon fast behaupten. Ne? Das ist auch wirklich so. Und Haltbarkeit ist wirklich gut, könnt ihr nicht meckern und ähnlich gehalten natürlich. Klar, jetzt könnte man sagen, das Original ist das Original. Natürlich ist es das Original, von der Tiefe her und so weiter, aber um einiges, aber wirklich um einiges teurer, der Bulgari. Und dementsprechend, ja, könnt ihr euch den mal unter die Lupe nehmen. Ja, dementsprechend sehr, sehr nice. So, der nächste ist der Meteor von Louis Vuitton. Und das ist ein Duft, ich muss immer wieder sagen, der fällt so ein bisschen unter, sag ich mal, unter den Radar, während die anderen hier, die hier zum Beispiel, ne, und so weiter, alle so ein bisschen höher gerankt werden, ist der hier so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen Traglufthallen-Style, sehr blau, sehr kühl, sehr angenehm, sehr frisch, einfach perfekt. Immer wieder, wenn ich den vorstelle, kommen Kommentare von euch. Also schreibt gerne auch mal wieder in die Kommentare, was ihr von diesem Duft haltet. Viele meinen, und da sprechen sie mir aus der Seele eben, oder sie sprechen genau das, was ich sage, leider unterm Radar. Es geht immer natürlich Imagination, es gibt Afternoon Swim und so weiter und so fort. Aber der Meteor fehlt. Schöner, blauer, fast durchsichtiger blauer Duft. Wisst ihr, wie ich das meine? Weil diese nicht typische Sport oder diese typische blaue Duft, Sport, Duschgelart, das ist es nicht. Mehr Traglufthallen-Style und sowas. Schönes Teil, sehr frisch, sehr kühl und hält richtig gut, leicht cremig auch im Abgang. So, der nächste ist der Pacific Rock Moss von Goldfield Banks, yes, Goldfield Banks, Pacific Rock Moss, und da sind wir wieder an der australischen Küste mit Küstenmoos ist hier drin, eine schöne Zitrone, was schön frisches, leicht holziges, moosiges, einer, sag ich mal, der schönsten Sommerdüfte, die finde ich, also meines Erachtens, die es gibt, und Pacific Rock Moss ist da richtig gut. Also wenn ihr auch, wie gesagt, es geht hier ja auch um Ausklingen des Abends, einen schön warm, lauwarm, meinetwegen auch schwitzigen Sommerabend,
dann schält ihr ein bisschen ab und dann sind diese Düfte sehr gut geeignet. Und dazu gehört auch Pacific Rock Moss. Kennt ihr, habe ich schon oft vorgestellt, wenn ihr sag ich mal, Preis-Leistung stimmt da irgendwie, weil den könnt ihr auch sogar ein bisschen günstiger bekommen. Richtig gutes Teil. So, der nächste ist ein Boss-Duft, und zwar Hugo Boss Night. Ja, der Hugo Boss Night. Ja, mochte ich früher gar nicht. Und dann, sag ich mal, habe ich ihn mal wiedergeholt und gleich in 200. Normalerweise bin ich nicht so Fan mit 200 ml Düften, weil es ist wirklich da was dran, dass die 200 ml Düfte meistens verwässert sind. In den Boss Bottle Night ist es nicht der Fall. Schöne, also die Boss Bottle DNA ist schon minimal im Hintergrund noch, aber wir haben hier nicht wirklich dieses Pineapple-Style, beziehungsweise Pineapple ist absoluter Quatsch, was ich hier gerade laber, sondern dieses genau. Jetzt haben wir dieses Live, das ich auch drin lasse. Ich meine nicht Pineapple. Ich meine einfach American Pie Vanille Apfelkuchen. Das meine ich, da war ich stehen geblieben. Was man beim Original Boss Bottle ja hat, haben wir hier nicht. Das ist minimal im Hintergrund. Hier haben wir wirklich tiefen Lavendel, aber sportlich blauen, duschgelartigen Lavendel. Da haben wir dieses duschgelartige. Macht aber was hier, ist vielleicht nicht der ganz stärkste Duft, aber abends schon ausklingen perfekt und er kommt richtig gut an, glaubt mir. So, der nächste ist Fahrenheit. Yes. Aber das Parfüm, das ist schwerer, aber ein, zwei Sprühe schon ausklingen. Die typische Veilchen und diese Tankstellen-Style, den da habt ihr aber zurückgenommen, aber habt ihr drin richtig geniale Vanille. Die Ohr macht das richtig gut da. Ah, das ist schon richtig vom Feinsten. Die Ohrfahrenheit, das Parfüm solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr, ist das Eau de Parfum oder Parfüm? Ich glaube, das Parfüm, ne? Also wenn ihr auf jeden Fall ein Fan von normalen Fahrenheit seid und den natürlich trotzdem, den müsst ihr haben. Aber das Ding so ein bisschen, also meine Frau macht den trotzdem noch nicht. Die hasst einfach Fahrenheit. So, aber wenn andere, sag ich mal, wo die anderen vielleicht ein Problem mit haben, ist hier ein bisschen weg, weil wir hier eben auch ein bisschen oder schöne tiefe Vanille haben. Das ist schon ein Meisterwerk, würde ich fast schon behaupten. Schönes Teil, kann man gut auskriegen, wenn man nicht so viel raufknallt. So, der nächste ist Amouage Reflection Man. Yes. Reflection Man, das ist der Duft für überall und nirgendwo, selbst auf Beerdigungen und meistens, wenn mich jemand fragt, Dog, das gab schon so oft, ich möchte auf eine Hochzeit gehen oder ich heirate selber. Das ist perfekt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die aktuelle Version ist. Der hat schon richtig paar Jahre auf dem Buckel. Schöne Orangen-Feeling, frisch, cremig, Orangenblüte natürlich. Ich liebe, nochmal, ich wiederhole mich, ich liebe Orangenblütendüfte. Kommt immer so richtig. Ich kenne noch nicht einen schlechten Orangenblütenduft. Dementsprechend, ja, Reflection Man. Muss ich den eigentlich noch irgendwie irgendwas drüber erzählen? Ich glaube nicht, oder? Schönes Teil, kennen wir. So, und zum guten Schluss habe ich einen Duft, den habe ich einmal, und das ist lange her, vorgestellt. Das ist von Odur, der Erwas. Ja. Und hier haben wir so ein bisschen wir haben so einen sehr spritzigen Neroli-Duft, der aber sehr gut ankommt. Hinten raus, nach 8 Minuten ungefähr, manchmal auch viel schneller, noch schon sehr cremig wird. Ihr habt hier nicht 4711 Kölnisch Wasser. Das kommt einem so ein bisschen in die Nase. Zitrone ist sehr stark, sehr stark. Dementsprechend macht es aber Spaß und ich muss schon sagen, der Odor Erwas ist richtig nice. Kann man richtig gut tragen. Viele meinen, oder habe ich gelesen, ist es mehr für die Dame, finde ich nicht. Also ich finde einen Neroli-Duft, man muss natürlich Neroli mögen, sonst wäre das nichts. Aber ich finde, ein Neroli-Duft ist nicht nur für Damen. Man hat hier natürlich, also gleich vorweg, der hält 7, 8, 9 Stunden, ne, und der ist präsent. Das ist nicht ein Neroli-Duft, der nach 1 Stunde weg ist. Nein, diese Marke so und so vielleicht mal auschecken. Da habe ich ja noch einen Duft von. Das ist schon nicht schlecht. Hat, glaube ich, gar keiner bis jetzt so groß gezeigt. Ich zeige ihn jetzt. Und ja, den Erwas Odur, habe ich getragen. Ist eigentlich sehr, sehr nice. Ja, das waren so meine Düfte
für den also nicht Sommerausgehen, sondern Sommerabend, ne, der jetzt schon Sommerabend so ein Abschälen, so ein Ausklingen tragen könnt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, damit ihr auch seht, wann Düfte kommen genau. Ne? Meistens 18 Uhr. Ich habe jetzt zu der WM 17 Uhr hochgeladen, aber meistens kommen sag ich mal, zwischen 17 und 19 Uhr sind meine Düfte am Start. Meistens zu 99% um 18 Uhr. Ja, und meistens auch von Montag bis Freitag. An Samstag habe ich noch nie was gemacht. Das ist grundsätzlich so, das ist ein Tag, wo ich der Meinung, dass meine gucken oft abends und an Samstagabend ist das dann nicht so. Und Sonntag, wozu eigentlich? Ne? Ich bin immer so ein bisschen anders ich mache so meinen Style, aber von Montag bis Freitag. Natürlich nicht jeden, also meistens ist es durch, aber es kann auch mal sein, dass Mittwoch nicht da ist. Aber in der Woche, wollte ich nur sagen, sind meine Videos am Start, Freunde. Ja, also folgt mir und abonniert und vielen Dank für die Leute, die übrigens mein Merchandise sehr, sehr nice finden. Da kriege ich immer ab und zu mal privat Feedback, das freut mich. Ne, verlinke ich euch gern. Die Tasse kommt sehr gut an, die Cappy kommt sehr gut an, weil die hinten auch übrigens zu ist, nur mal nebenbei. Das wollte ich immer schon erwähnen. Ich muss das mal demnächst am Anfang eines Videos machen. Aber ich mache das immer nicht so. Ne? Aber die Cappy ist wirklich, das ist eine Flex-Cappy, die ist hinten zu tatsächlich, nicht auf. Ja, und dementsprechend noch an. Also Leute, ich würde sagen, ich bin raus, genießt den Abend, schält den Abend und bis zum nächsten Mal.